Hallo und herzlich willkommen, da von den Hypixel Skyblock Admins ja selber angekündigt wurde, dass es in den Dungeons die Klassen Berserker, Tank, Mage, Healer und Archer geben soll, möchte ich euch im heutigen Video mal zeigen, was ich empfehlen würde, wenn ihr eine Archer-Klasse in den kommenden Dungeon-Updates spielen wollt. Doch vorab kurz eine Info für die Leute, die sich jedes Mal ärgern, wenn sie kurz nach einem Update nicht spielen können, da sie keinen Rang haben. Momentan findet auf dem Discord von Drachenkult, der Gilde, in der ich momentan bin, ein VIP-Giveaway statt, welches noch bis zum 24.05. läuft. Also falls ihr noch kein VIP seid oder einfach nach einem deutschsprachigen Hypixel Skyblock Discord sucht, dann schaut doch gerne mal vorbei. Ich habe euch den Discord unten in der Videobeschreibung verlinkt. Kommen wir nun aber zurück zu den Sachen, die ich Bogenschützen empfehlen würde. Angefangen bei den Skills sind wohl die wichtigsten das Combat und das Foraging Skill, da diese beiden Skills direkt beeinflussen, wie viel Schaden ihr macht. Die anderen Skills wie Mining oder Farming sind nett zu haben für mehr Defense und Leben, aber als Archer solltet ihr euch möglichst immer so positionieren, um so wenig Schaden wie möglich zu bekommen. Und die Skills Alchemy und Enchanting sind für den Archer fast komplett unwichtig, da er nicht so häufig Fähigkeiten einsetzt, welche Mana benötigen. Das mit Abstand beste Pet für einen Archer wäre ein legendäres Skelett, da die ersten beiden Perks von dem Pet dafür sorgen, dass wir mehr Schaden mit unserem Bogen machen, und das dritte Perk sorgt dafür, dass Gegner, welche uns zu nahe kommen, auch noch von dem Pet angegriffen werden. Beim Low-Level-Skelett würde ich euch eher raten, eine Sharpened Claw als Pet-Item zu verwenden. Wenn das Pet schon etwas höher vom Level ist, beispielsweise Level 80, würde ich euch eher zu einer Iron Claw raten. Denn mit der Iron Claw erreicht ihr zwar selbst bei einem Level 100 Skelett nicht die 15% Crit Damage einer Sharpened Claw, aber die Crit Chance, die ihr extra bekommt, müsst ihr dafür nicht bei eurem Talisman haben, und diese könnt ihr dann beispielsweise auf mehr Crit Damage reforgen. Ein anderes Pet, welches auch interessant für den Bogenschützen sein könnte, wäre der Hound, da er uns mehr Attack Speed gibt, und besonders für jemanden mit einem Bogen wäre es vielleicht auch ganz nett, wenn ein einzelner Schuss jetzt nicht ganz so viel Schaden macht, man dafür aber in kurzer Zeit viel öfter schießen könnte. Und ansonsten könnte man natürlich auch die üblichen Damage Pets wie einen Löwen, einen Enderman oder einen Enderdrachen benutzen, wenn man eins dieser Pets sowieso schon hat. Weiter geht es mit den Rüstungen, welche empfehlenswert für einen Archer wären. Das beste Set wäre wohl der Elegant Tuxedo und dann entweder mit einem Tarantula Helm für noch mehr Schaden oder einer Spirit Mask, um zu verhindern, dass man stirbt, da man mit dem Tuxedo ja nur 250 Leben hat. Denn der Tuxedo sorgt halt dafür, dass man extrem viel Schaden macht, selber aber auch nicht sehr viel aushält. Was an sich aber für einen Archer nicht schlimm ist, da er sich ja sowieso immer so positioniert, dass er möglichst wenig Schaden von den Gegnern bekommt. Aber ein weiterer Nachteil von dem Tuxedo ist auch der hohe Preis. Andere Rüstungssets, mit denen man dann mit dem Bogen auch viel Schaden anrichten kann, wäre beispielsweise die Superior Rüstung, welche eigentlich, seit es die Rüstung gibt, die Rüstung ist, die man verwendet, wenn man viel Schaden machen möchte. Ein anderes Set wäre auch die Frozen Blaze Rüstung, welche seit einiger Zeit bei vielen Spielern sogar beliebter als die Superior Rüstung geworden ist. Für den Archer wäre die Frozen Blaze Rüstung besonders interessant, auch wegen dem Effekt, wenn euch Gegner zu nahe kommen, dass sie dann zusätzlich noch mehr Schaden bekommen. Der Nachteil der Frozen Blaze Rüstung für einen Archer wäre aber, dass man die Rüstung am besten auch immer mit einem Blaze Pad tragen sollte. Aber ohne die Werte jetzt mal ausgerechnet zu haben, denke ich, dass man selbst mit einem Skelett mehr Schaden machen würde als mit einem Blaze Pad, weswegen die Blaze Rüstung jetzt nicht optimal für einen Archer geeignet wäre. Aber auch die Superior Rüstung und die Frozen Blaze Rüstung sind relativ teuer, deswegen wäre eine günstigere Alternative auch noch eine Full Strong Rüstung für Leute, die jetzt noch nicht im Endgame sind, aber trotzdem gern Archer spielen möchten. Und damit kommen wir eigentlich zum wichtigsten Teil, nämlich welchen Bogen man am besten als Bogenschütze verwenden sollte. Die beiden besten Bögen momentan sind wohl der Runans Bow und der Mosquito Bow. Vom Schaden her sind beide recht ähnlich. Aber wenn ihr die Fähigkeit des Mosquito-Bogens verwendet, könnt ihr damit am meisten Schaden mit einem Schuss anrichten. Deswegen wäre meine Empfehlung, dass man den Mosquito-Bogen verwendet, wenn man an einzelnen Zielen wie beispielsweise einem Boss viel Damage machen möchte. Und der Runans Bow wäre ganz nützlich, wenn man schnell mehrere schwache Gegner besiegen möchte, welche beieinander stehen, da der Bogen ja mit einmal 3 Pfeile verschießt. Aber es gibt ja nicht nur diese zwei Bögen im Spiel, andere Bögen, welche auch ganz gut sind, um möglichst schnell große Mengen schwächerer Gegner zu besiegen, wären beispielsweise auch der Hurricane Bow oder der Explosive Bow. Wenn man nicht ganz so viele Coins für einen Mosquito-Bogen ausgeben möchte, könnte man sich auch überlegen, einen Scorpion Bow zu holen, um an einzelnen Zielen viel Schaden zu machen. Zudem hat der Scorpion Bow auch noch den Effekt, dass ihr Gegner damit verlangsamen könnt, was besonders bei einem Bossfight praktisch sein könnte. Eine billigere Alternative für einen Bogen, der sich mehr darauf konzentriert, an einzelnen Zielen viel Schaden zu machen, wäre auch noch der Magma Bow. Nur solltet ihr dann am besten auch immer Magma Cream dabei haben, um doppelten Schaden mit jedem Schuss zu machen.
Und Leute, die Bogenschützen spielen wollen und zu viele Coins haben, können natürlich anstatt Pfeile auch Toxic Poison Arrows verwenden, um nochmal 10% mehr Schaden pro Treffer zu machen. Bei einfachen Gegnern würde ich persönlich aber eher wegen den Kosten darauf verzichten, aber bei einem Bossfight könnten die Toxic Poison Arrows recht nützlich sein, aber nicht nur wegen den 10% mehr Schaden, sondern auch wegen der reduzierten Heilung. Und damit kommen wir zu den unterstützenden Items, welche man als Archer in Betracht ziehen sollte. Für mehr Schaden wäre eine Version des Power Orbs und eine Rear Tuber sehr gut, denn wenn ihr einmal eine Position habt, von der ihr aus die Gegner beschießen könnt ihr diese beiden Items einfach einsetzen, um dann noch mehr Schaden zu machen. Andere Items, welche man vielleicht auch als Archer haben sollte, wäre ein Healing Wand oder ein Endstone Sword, um zu verhindern, dass man stirbt, falls euch die Gegner doch einmal zu nahe kommen und eure HP gefährlich niedrig werden. Das waren dann auch schon alle Dinge, die ich Leuten empfehlen würde, die einen Archer spielen wollen. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, welche Klasse ihr dann in Dungeons spielen wollt. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und ciao.